Am lichten Hof. Ich saß vor einem der Elfenritter, der einen Arm sicher um meine Hüfte gelegt hatte, während er mit der anderen Hand die Zügel hielt. Grimalkin lag warm und schwer auf meinem Schoß, döste vor sich hin und weigerte sich, mit mir zu sprechen. Die Ritter antworteten ebenfalls nicht auf meine Fragen. Wohin wir ritten, ob sie Puck kannten oder was König Oberon überhaupt von mir wollte. Ich wusste ja nicht einmal, ob ich nun eine Gefangene oder ein Gast dieser Leute war, obwohl ich davon ausging, dass ich es wohl früh genug herausfinden würde. Die Pferde flogen mit fort und schließlich bemerkte ich, wie sich der Wald langsam lichtete. Als wir die Bäume hinter uns ließen, erhob sich vor uns ein riesiger Hügel. Er ragte in seiner ganzen, ewig grasbewachsenen Pracht vor uns auf und seine Gipfel schienen bis in den Himmel zu reichen. Überall wuchsen Dorn- und Bambussträuche, besonders rund um den Gipfel, so dass das ganze Ding mich irgendwie an einen großen Bergkopf erinnerte. Um den Fuß des Hügels zog sich eine dichte Hecke, deren Dornen zum Teil länger waren als mein Arm. Die Ritter trieben ihre Pferde auf den dichtesten Teil der Hecke zu. Dabei war ich nicht sonderlich überrascht, als sich die Zweige vorhin teilten und einen Rundbogen bildeten, unter dem wir hindurchritten, bevor sie mit lauten Knirschen wieder in ihre alte Position zurückkehrten. Ich war allerdings schon überrascht, als die Pferde direkt auf den Hügel zuritten, ohne langsamer zu werden. Und ich klammerte mich fest an Grimalkin, der protestierend fauchte. Der Hügel öffnete sich nicht und wich auch nicht zur Seite. Wir ritten einfach in den Hügel hinein, was mir ein Schauer über den Rücken jagte, der sich bis in meine Zehen ausbreitete. Ich blinzelte und starrte auf das reinste Durcheinander. Vor mir erstreckte sich ein riesiger Hof, eine große runde Fläche mit Elfenbeinsäulen, Marmorstatuen und blühenden Bäumen. Springbrunnen schleuderten Wasserfontänen in die Luft, bunte Lichter tanzten über dem Becken und überall wuchsen Blumen in allen Farben des Regenbogens. Leise Musik drang an mein Ohr, eine Mischung aus Harfen und Trommeln, Geigen und Flöten, die irgendwie fröhlich klang. Sie trieb mir die Tränen in die Augen und plötzlich wollte ich nur noch von diesem Pferd runter und so lange tanzen, bis die Musik mich verzerrte und ich ganz in ihr aufging. Zum Glück murmelte Grimalkin so etwas wie »Kriegt sich wieder ein« und grub seine Krallen in mein Handgelenk, bis ich wieder zu mir kam. Und überall waren Feenwesen. Sie saßen auf den Marmorstatuen und auf den Bänken, tanzten in kleinen Gruppen miteinander oder wanderten einfach umher. Meine Augen konnten gar nicht alles aufnehmen. Aus dem Schatten eines Busches blinzelte mir ein Mann mit nacktem Oberkörper zu, dessen Beine mit zottigem Fell bewachsen waren und in Hufen endeten. Ein schlankes Mädchen mit grünlicher Haut trat aus einem Baum hervor und schimpfte mit einem Kind, das an den Ästen baumelte. Der Junge streckte die Zunge raus, schlug mit seinem Eichhörnchenschwanz und sprang höher in die Baumkrumen hinauf. Ich spürte, wie jemand mich in den Hand zog. Über meiner Schulter schwebte eine winzige Gestalt, deren hauchdünne Flügel surrten wie die eines Kolibris. Ich keuchte erschrocken auf, doch der Ritter, der mich hielt, schenkte ihr nicht mal einen Blick. Die Gestalt streckte mir grinsend eine Frucht entgegen, die aussah wie eine große Traube, allerdings leuchtend blau und mit orangen Punkten. Ich lächelte höflich und nickte, doch die Kleine zeigte stirnrunzelnd auf meine Hand. Verwirrt streckte ich sie aus. Sie ließ die Frucht hineinfallen, kicherte entzückt und zischte ab. »Sei vorsichtig«, grummelte Grimalkin, während ich den berauschenden Duft der kleinen Frucht einsog, der mir das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. »Für jemand wie dich kann es unangenehme Folgen haben, gewisse Sachen im Finnland zu essen oder zu trinken. Also iss nichts. Eigentlich würde ich dir sogar raten, auch mit niemandem zu sprechen, bis wir Puck finden. Und was du auch tust, nimm keinerlei Geschenke an. Das wird eine lange Nacht.« Ich schluckte und ließ die Frucht in einen Brunnen fallen. Riesige, grün-goldene Fische schwammen um sie herum und rissen die Mäuler auf. Die Ritter bahnten sich einen Weg zwischen den Feenwesen hindurch über den Hof und ritten auf eine hohe Steinmauer zu, in der ein zweiflügeliges, silbernes Tor prangte. 2, mindestens 3 Meter große Kreaturen mit blauer Haut und kräftigen Stoßzähnen bewachten es. Unter ihren verlausten, schwarzen Haaren und buschigen Augenbrauen blickten gelbe Augen hervor. Obwohl sie bekleidet waren, über ihren Arm und ihren Brustkorb spannte sich eine rote Uniform, dessen Messingknöpfe fast absprangen, wirkten sie primitiv und furchteinflößend. »Trolle«, murmelte Grimalkin, während ich mich an den unerschütterlichen Elfenritter drückte. »Du kannst dankbar sein, dass wir uns in Oberons Reich befinden. Am Winterhof beschäftigen sie Oger.
Die Ritter zügelten ihre Pferde und ließen mich wenige Meter vor dem Tor absteigen. »Sei höflich, wenn du mit dem Erlkönig sprichst, Kind«, riet mir der Ritter, auf dessen Pferd ich gesessen hatte, bevor er sein Tier wendete. Dann stand ich vor zwei riesigen Trollen, mit nichts in der Hand als einem Kater und meinem Rucksack. Grimalkin wand sich in meinem Arm, also setzte ich ihn auf den Boden. »Komm schon!« Der Kater seufzte und zuckte mit dem Schwanz. »Begeben wir uns zu König Spitzohr und bringen es hinter uns.« Die beiden Trolle blinzelten verwirrt, als der Kater furchtlos auf das Tor zulief. Er wirkte wie ein kleiner Käfer zwischen den krallenbewachsenen Füßen. Einer von ihnen setzte sich in Bewegung, und ich rechnete fast damit, dass er Grimalkin zu Katzenpudding zertrampeln würde. Doch der Troll beugte sich nur vor und zog den Torflügel auf, während sein Kollege auf der anderen Seite dasselbe tat. Grimalkin warf mir über die Schulter einen ungeduldigen Blick zu, schlug mit dem Schwanz und schlüpfte zwischen den Torbogen hindurch. Ich holte tief Luft, strich mir über die zerzausten Haare und folgte ihm. Auf der anderen Seite des Tores wuchs ein dichter Wald, fast als wäre die Mauer gebaut worden, um ihn zurückzuhalten. Vor mir erstreckt sich ein Tunnel mit Wänden aus glühenden Bäumen und grünen Zweigen, und der Duft der Blüten war so stark, dass ich leicht benebelt wurde. Am Ende des Tunnels hing ein Vorhang aus Ranken, hinter dem sich eine große, von riesigen Bäumen bestandene Lichtung erstreckte. Die alten Stämme und verschlungenen Äste bildeten dort eine Art Dom, einen lebendigen Palast mit dicken Säulen und einer gewölbten Decke aus Blättern. Obwohl ich wusste, dass wir uns unter der Erde befanden und draußen außerhalb Nacht war, sah ich Sonnenstrahlen durch winzige Lücken im Blätterdach drängen und über den Waldboden tanzen. Glühende Lichtkugeln schwebten in der Luft und in der Nähe plätscherte Wasser über Stufen in einen Teich. Und die Farben hier waren atemberaubend. Auf der Lichtung waren ungefähr 100 Elfen versammelt, alle in leuchtende, fremdartige Stoffe gehüllt. So wie sie aussahen, schätzte ich, dass sie es hier mit adeligen Höflingen zu tun hatte. Ihre Haare fielen zu sanften Wellen über die Schultern oder waren zu unmöglichen Frisuren aufgetürmt. Satyre, die man leicht in ihren zotteligen Ziegenbeinen erkennen konnte, und kleine, pelzige Männchen servierten Getränke und Häppchen. Schlanke Hunde mit moosgrünem Fell schlichen hier herum und hofften darauf, dass ein paar Happen für sie abfallen würden. Elfenritter in silbernen Kettenhemden standen steif an den Rändern der Lichtung. Einige von ihnen hatten Falken oder sogar winzige Drachen dabei. In der Mitte der Versammlung standen zwei Throne, die direkt aus dem Waldboden gewachsen zu sein schienen. Einer der Throne war leer, nur auf der Armlehne stand ein Käfig mit einem Raben dran. Der große, schwarze Vogel schlug krächzend mit den Flügeln, als wollte er sich befreien, und seine runden Augen funkelten hell und grün. Auf dem linken Thron dagegen König Oberon, denn ich musste davon ausgehen, dass er es war, hatte die Fingerspitzen aneinandergelegt und ließ den Blick ziellos über die Menge streifen. Wie die anderen adeligen Feen war er auch groß und schlank, doch er hatte silbernes Haar, das ihm bis zur Hüfte ging, und Augen wie grünes Eis. Eine geweihartige Krone saß auf seinem Kopf und warf über seinen Hofstaat lange Schatten, die aussahen wie gekrümmte Krallen. Macht strahlte von ihm aus, die in der Luft lag wie Spannung vor einem Gewitter. Über das bunte Treiben der Adligen hinweg begegneten sich unsere Blicke. Oberon zog eine Augenbraue hoch, was so elegant wirkte wie der Flügelschlag eines Falken. Doch auf seinem Gesicht zeigte sich keine Regung. Und genau in diesem Moment hielten alle Feen im Raum ihr Tun inne, drehten sich nach mir um und starrten mich an. »Großartig«, murmelte Grimalkin, den ich ganz vergessen hatte. »Jetzt wissen alle, dass wir da sind.« »Tja, komm schon, Mensch, spielen wir brave Höflinge.« Meine Knie wurden weich und mein Mund trocken, doch ich zwang mich, weiterzugehen. Die Damen und Herren des Feenhofes traten beiseite, aber ich konnte nicht sagen, ob sie es aus Respekt oder Verachtung taten. Ihre kalten, amüsierten Blicke gaben nichts preis. Ein grüner Feenhund schnüffelte an mir, knurrte, als ich vorbeiging, doch ansonsten herrschte Stille. Was mache ich hier überhaupt? Ich hatte keine Ahnung. Eigentlich sollte Grimalkin mich zu Puck bringen, aber jetzt wollte Oberon mich sehen. Mir kam es vor, als würde ich mich immer weiter von meinem eigentlichen Ziel entfernen, nämlich Ethan zu retten. Es sei denn natürlich, Oberon wusste, wo Ethan war. Es sei denn, Oberon hielt ihn gefangen. Ich erreichte den Thron und blieb davor stehen. Da ich nicht wusste, was ich tun sollte, sank ich mit beklopftem Herzen auf die Knie und verbeugte mich. In meinem Nacken spürte ich den Blick des Erlkönigs, so alt wie der Wald, der uns umgab. Schließlich sprach er.
Erhebe dich, Meghan Chase. Seine Stimme war sanft, doch ein leiser, schwingender Unterton ließ mich an brausende Meere und rasende Stürme denken. Der Boden unter meinen Fingern bebte. Meine Angst beherrschend stand ich auf und sah ihn an. Dabei merkte ich, wie ein nicht fassbarer Ausdruck über sein maskenhaftes Gesicht huschte. Stolz, Belustigung. Ich konnte nicht sagen, was es war. Du bist in unser Land eingedrungen, stellte er fest und löste damit einen raunenden Feenhüpfling aus. Es war dir nicht bestimmt, das Nimmernie zu sehen. Und doch hast du ein Mitglied dieses Hofes dazu gebracht, dich über die Grenzen zu bringen. Warum? Da ich nicht wusste, was ich tun sollte, sagte ich ihm einfach die Wahrheit. Ich suche nach meinem Bruder Ethan. Und du hast Grund zur Annahme, dass er hier ist? Ich weiß nicht. Ich sah mich verzweifelt nach Grimalkin an, doch der putzte sich gerade eine Hinterpfote und beachtete mich gar nicht. Mein Freund Robbie, ich meine Puck, hat gesagt, dass Ethan von Feenwesen entführt wurde und dass sie an seiner Stelle einen Wechselbalg zurückgelassen hätten. Verstehe. Oberon drehte leicht den Kopf und musterte den eingesperrten Vogel auf dem Thron. Das stellt einen weiteren Verstoß dar, Robin. Mir entgleisten die Gesichtszüge und ich keuchte, Puck! Der Rabe sah mich mit leuchtend grünen Augen an, krächzte leise und schien mit den Schultern zu zucken. Wütend blickte ich wieder Oberon an. Was haben Sie mit ihm gemacht? Er hatte den Befehl, dich niemals in unser Land zu bringen. Oberons Stimme war ruhig, aber unbarmherzig. Er hatte den Befehl, dafür zu sorgen, dass du nichts von unserer Art, unserem Leben oder auch unserer bloßen Existenz erfährst. Ich habe ihn wegen Ungehorsam bestraft. Vielleicht werde ich ihn in ein paar Jahrhunderten wieder freilassen, wenn er genug Zeit hatte, über seine Verfehlung nachzudenken. Er hat nur versucht, mir zu helfen. Oberon lächelte, doch so ein kaltes, nichtssagendes Lächeln. Wir Unsterblichen haben eine andere Vorstellung vom Leben der Menschen. Puck hätte kein Interesse daran gehabt, ein menschliches Kind zu retten. Insbesondere nicht, wenn es bei einem direkten Befehl zuwiderfiel. Dass er deinen Forderungen nachgegeben hat, legt nahe, dass er zu viel Zeit unter Sterblichen verbracht hat und sich ihrer Art und ihrer launhaften Emotion angeeignet hat. Es wird Zeit, dass er sich wieder daran erinnert, was es heißt, ein Feenwesen zu sein. Ich schluckte schwer. Und was ist mit Ethan? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Oberon lehnte sich zurück und zuckte mit den schlanken Schultern. Er ist nicht hier, innerhalb der Grenzen meines Reiches. So viel kann ich dir versichern. Verzweiflung drückte mich nieder, wie ein tonnenschweres Gewicht. Oberon hatte keine Ahnung, wo Ethan war. Und was noch schlimmer war, es kümmerte ihn nicht. Und jetzt hatte ich auch noch Puck als meinen Führer verloren. Ich stand wieder ganz am Anfang. Ich würde diesen anderen Hof, den dunklen, finden, mich reinschleichen und meinen Bruder retten müssen. Und das alles ganz allein. Also, falls ich es überhaupt in einem Stück bis dahin schaffen würde. Vielleicht könnte ich Grimalkin dazu bringen, mir zu helfen. Ich musterte den Kater, der voll und ganz darauf konzentriert war, seinen Schwanz zu putzen. Und mich verließ der Mut. Wahrscheinlich nicht. Tja, dann war ich wohl auf mich allein gestellt. Das gesamte Ausmaß meiner Aufgaben türmte sich von mir auf und plötzlich musste ich gegen Tränen kämpfen. Wohin sollte ich mich denn jetzt wenden? Wie sollte ich überleben? Schön. Eigentlich wollte ich gar nicht beleidigt klingen. Aber ich fühlte mich in diesem Moment eben nicht besonders hoffnungsfroh. Dann gehe ich jetzt. Wenn Sie mir nicht helfen wollen, muss ich eben alleine weitersuchen. Unglücklicherweise, erwiderte Oberon, kann ich dich im Moment nicht ziehen lassen. Was? Ich wich von ihm zurück. Warum nicht? Fast das ganze Land weiß, dass du hier bist, fuhr der Erlkönig fort. Und außerhalb dieses Hofstaates habe ich viele Feinde. Jetzt, wo du hier bist, jetzt, wo du dir bewusst bist, würden sie dich benutzen, um an mich heranzukommen. Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Verstehe ich nicht. Ich musterte die adligen Feen um mich herum. Viele von ihnen sahen grimmig drein. Ihre Augen waren jetzt voller Ablehnung. Ich wandte mich wieder an Oberon und flehte. Was sollten Sie denn mit mir anfangen? Ich bin doch nur ein Mensch. Ich habe nichts mit eurem Volk zu tun. Ich will doch nur meinen Bruder zurückhaben. Ganz im Gegenteil. Oberon seufzte und plötzlich schien das Gewicht seines Alters ihn niederzudrücken. Er sah alt aus.
Immer noch tödlich und extrem mächtig, aber auch uralt und müde. Deine Verbindungen zu unserer Welt sind tiefer, als du ahnst, Meghan Chase. Du bist meine Tochter.